Alle haben ihr gesagt, dass ein 52-Kilo-Hund absolut nichts in einer Stadtwohnung verloren hat. Und in einer Sache hatten sie recht. Baloo hat nie kapiert, dass er kein Schoßhund ist. Aber was dann passierte, an einem Mittwochabend um 2:31 Uhr, das hat alles verändert. Also Leute, jeder hat Melanie dasselbe gesagt. Ein Berner Sennenhund wird über 50 Kilo schwer. Du wohnst in einer Mietwohnung, du arbeitest Vollzeit, du bist 27 Jahre alt und hast noch nie in deinem Leben einen Hund gehabt. Das ist eine katastrophale Idee. Melanie hat alles gehört, hat bei allem genickt und ist dann an einem Dienstagmorgen im Oktober 45 Minuten zu einer Tierschutzstation am Stadtrand gefahren und kam mit einem 6-Kilo-Welpen nach Hause. Schwarz, weiß, braun. Gefunden in einem Karton am Straßenrand, eingewickelt in eine viel zu große Fließdecke. Die Tierschützerin hat ihr das Wichtigste erklärt. Ungefähr 9 Wochen alt, seit 4 Tagen in der Station. 3 Familien hatten sich gemeldet und alle wieder abgesagt, als sie hörten, wie groß er werden würde. Eine Frau hatte sogar gelacht. Ein Berner Sennenhund? In einer Stadtwohnung? Viel Glück damit! Melanie hat die Papiere ausgefüllt. Sie hat ihn Baloo genannt und ist mit 6 Kilo Fell auf dem Heimweg eingeschlafen, seine Nase gegen ihr Knie gedrückt, bereits schnarchend. In der ersten Woche schlief Baloo in einer Box neben ihrem Bett. An Tag 3 stand die Tür offen. An Tag 5 lag er auf dem Bett. An Tag 7 schlief Melanie auf ungefähr 1/3 ihrer eigenen Matratze, während Baloo den Rest mit der vollen Selbstverständlichkeit von jemandem belegte, der schon immer dort geschlafen hatte und das auch immer so bleiben würde. Sie sagte sich, das ist vorübergehend, er ist doch noch ein Welpe, er braucht Wärme, das wächst sich raus. Baloo wuchs sich nicht raus, Baloo wuchs einfach. Mit 4 Monaten wog er 16 Kilo und schoss sich noch immer wie eine Kanonenkugel auf die Couch, landete auf ihren Beinen und schaute sie an, als hätte er gerade etwas Großartiges vollbracht. Mit 6 Monaten waren es 25 Kilo und er versuchte noch immer, sich bei Gewittern vollständig auf ihren Schoß zu zwängen, zitternd und dramatisch, während sie versuchte, darunter irgendwie zu atmen. Mit 9 Monaten wog er 36 Kilo und begrüßte sie noch immer an der Tür, indem er auf die Hinterbeine stieg, beide Vorderpfoten auf ihre Schultern legte und ihr Gesicht mit einer Zunge ableckte, die ungefähr die Größe eines Küchenschwamms hatte. Niemand hatte Baloo gesagt, dass er größer wurde. Oder falls doch, er hat einfach nicht zugehört. Echt jetzt? Kennt ihr das? Wartet mal kurz. Ich muss euch noch etwas erklären, bevor wir weitermachen. Die meisten Leute wissen das nämlich nicht. Berner Sennenhunde wurden über Jahrhunderte in den Schweizer Alpen gezüchtet. Zum Ziehen von Karren, zum Hüten von Rindern, zum Arbeiten neben Bauern unter härtesten Bedingungen. Das sind Arbeitshunde mit enormer körperlicher Kraft. Aber gleichzeitig, und das ist der entscheidende Punkt, sind sie ausnahmslos davon überzeugt, dass ihr einziger Daseinszweck ist, so nah wie physisch möglich bei ihrer Person zu sein. Nicht in der Nähe, nicht im selben Raum, obendrauf, dagegen gedrückt, quer drüber. Persönlicher Raum war nie Teil der Stellenbeschreibung. Baloo hat das instinktiv verstanden. Als er mit 14 Monaten 52 Kilo erreichte, war sein Tagesablauf vollständig etabliert und absolut nicht verhandelbar. Jeden Morgen um 6:22 Uhr ging er zu Melanies Seite des Bettes, legte sein Kinn direkt neben ihr Gesicht auf die Matratze und atmete aus. Ein langer, warmer Atemzug. Das war sein Wecker und er funktionierte ausnahmslos. Jeden Abend, wenn sie von der Arbeit kam, erwartete er sie an der Tür mit einem Stoffelefanten namens Gerald. Den trug er überall mit hin, kaute ihn aber nie an und präsentierte ihn ihnen jedes Mal wie ein Geschenk, als hätte sie Gerald noch nie gesehen und müsste unbedingt vorgestellt werden. Und jeden Abend, ohne Ausnahme, nahm Baloo seine Position auf der linken Seite des Bettes ein, drückte seinen Rücken gegen ihre Beine und schlief ein. Mit der ruhigen Gewissheit eines Hundes, dem nie in den Sinn gekommen war, dass das irgendwie ungewöhnlich sein könnte. Ich sehe, dass ihr noch dabei seid, aber noch kein Abo dagelassen habt. Ehrlich gesagt, tut das ein bisschen weh. Lasst ein Abo da. Ihr wollt wissen, was als nächstes passiert. Vor 3 Monaten, an einem Mittwochabend im Januar, wachte Melanie um 2:31 Uhr auf. Baloo saß aufrecht neben ihr.
Völlig still. Kein Umherlaufen, kein Winseln. Einfach dasitzen im Dunkeln. Ohren nach vorne, Blick starr auf die Wohnungstür gerichtet. Sie blieb still liegen und lauschte. Nichts. Der Flur draußen war still. Das ganze Haus war still. Sie streckte die Hand nach ihm aus, er schaute sie nicht an, schaute einfach weiter auf die Tür, mit einer Konzentration, die sie so noch nie bei ihm gesehen hatte. Nicht ängstlich, wachsam. Es gibt da einen Unterschied, und sie spürte ihn sofort. Sie stand auf, überprüfte die Tür, die Fenster, den Flur. Nichts war falsch. Sie kam zurück ins Bett und Baloo legte sich sofort wieder hin, drückte sich genauso gegen sie wie immer und schlief innerhalb weniger Minuten ein. Am nächsten Morgen erfuhr sie, ein Gassensor im Keller hatte um 2:15 Uhr einen Wartungseinsatz ausgelöst. Ein kleiner Defekt, nichts Gefährliches, schnell behoben. Der Hausmeister erwähnte es beiläufig in der Hausgruppe. Kein Grund zur Sorge. Melanie las es zweimal. Dann schaute sie Baloo an, der gerade versuchte, auf die Küchentheke zu klettern, um eine Tüte Brot zu untersuchen. Zunge raus, Rute schwingend. Sie hatte ihn nach Hause gebracht, weil sie einen Gefährten wollte. Sie hatte nicht erwartet, einen Hund zu bekommen, der ihren Atem im Schlaf verfolgt, der Gerald jeden Abend zur Tür bringt, der um 2:31 Uhr morgens weiß, dass etwas nicht stimmt und es auf die einzige Art sagt, die er kennt, indem er sich im Dunkeln aufsetzt und wacht, bis sie sicher ist. Berner Sennenhunde sind keine Wachhunde, nicht auf Aufspürarbeit trainiert. Aber Hunde, die eine tiefe Bindung aufbauen, lernen den Rhythmus ihrer Person kennen, ihren Atem, ihren Schlaf, die genaue Art, wie sich die Luft verändert, wenn etwas nicht stimmt. Baloo hatte 14 Monate damit verbracht, auf nichts anderes zu achten als auf Melanie. Geschichten wie diese werden viel zu selten erzählt. Wenn euch das gerade etwas bedeutet, dann seid ihr genau die Richtigen für diesen Kanal. Baloo ist 14 Monate alt, wiegt 52 Kilo, versucht noch immer, sich im Auto auf ihren Schoß zu setzen, bringt Gerald jeden Abend noch immer zur Tür, belegt noch immer 2/3 des Bettes, ohne jede Entschuldigung. Und jeden Morgen um 6:22 Uhr legt er sein Kinn neben ihr Gesicht auf die Matratze und atmet. Er hat keine Ahnung, dass er nicht mehr der 6-Kilo-Welpe ist, den sie im Oktober nach Hause getragen hat. Oder vielleicht doch, vielleicht ist es ihm nur egal. Denn von der ersten Nacht an wusste er, wo er hingehört. Wenn ihr so einen Hund hattet, ihr wisst genau, wie sich das anfühlt. Und wenn nicht, Baloo ist euer Beweis. Weil Liebe sich nicht verkleinert, um in den Raum zu passen. Sie wächst, bis sie jeden Winkel davon ausfüllt. Würdet ihr einem 52-Kilo-Hund erlauben, jede Nacht euer Bett zu teilen? Schreibt es mir in die Kommentare.